Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bulle und Bär. Heute mit dem Thema Aktienkurs. Apropos Aktienkurs, kennst du dich aus mit den Begriffen Geld und Brief? Geld und Brief? Keine Ahnung. Heute möchten wir uns mit diesem Thema beschäftigen und herausfinden, ob die Passanten wissen, was ein Aktienkurs ist, wie er berechnet wird und was er mit Geld und Brief zu tun hat. So, ich würde sagen, los geht's! Weißt du, was der Aktienkurs ist? Darüber habe ich nicht so viel Ahnung. Nee, weiß ich nicht ganz genau. Also wir haben ja hier verschiedene Kurse von verschiedenen Firmen und da kann man ja auch Aktien kaufen von diesen großen Firmen. Eine Leinwand mit so Zickzacklinien und da stehen halt so die Werte drauf. Das würde mir jetzt so Aktien irgendwie sowas sagen. Was bedeutet Aktienpreis? Das ist meine Frage. Was glaubst du denn, wie kommt denn so ein Aktienkurs zustande? Vielleicht durch Messungen oder Auswertungen. Ich denke mal, das hat irgendwas mit der Außenpolitik zu tun. Halt ja wegen Kriege oder irgendwas. Gehen die Kurse nach oben oder unten wegen Knappheiten wahrscheinlich. Aktien, was bedeutet Aktien? Und dann gibt es noch zwei Wörter an der Börse, das heißt Geld und Brief. Einfach mal, was kommt euch in den Kopf, wenn ihr das Wort Geld und Brief hört? Was könnte denn dahinter sich verbergen? Eventuell Geld und Brief. Vielleicht Geld ist gut und Brief ist schlecht. Geld und Brief. Ja gut. Ich kenne halt ja gut, Geld sind Scheine und so weiter, also was wert ist. Und Brief sagt mir irgendwas mit so diese Briefkasten, was man halt damit ja so Geld wäscht und was weiß ich. Dann stehen wir vor Bulle und Bär. Warum stehen die denn hier? Was könnten die symbolisieren? So ein Bär ist halt schlau und ein Bulle ist stark, keine Ahnung. Also ich symbolisiere den Stier mit dem Euro. Und den Bär symbolisiere ich halt eher schon mit so was Klügerem halt. Also ich habe jetzt kein direktes Symbol für den Bären, aber den Stier würde ich halt eher mit dem Euro symbolisieren, beziehungsweise auch, dass der Euro hat ja auch einen eigenen Kurs, Aktienkurs, und da der Euro zurzeit auch aufsteigt, ist auch majestätischer. Zusammenarbeit zwischen europäischer Börse und amerikanischer Börse? Von hier, aber ich weiß nicht, warum es hier steht. Wir sind nun zurück von unserer Passantenumfrage und wir befinden uns in der Frankfurt School of Finance and Management. Unser Experte heute ist Herr Professor Grote. Vielen Dank für Ihre Zeit. Herr Grote, Sie sind ja auch Experte der Corporate Finance und kennen sich mit den Kapitalmärkten bestens aus. Was ist denn nun ein Aktienkurs und wie wird er berechnet? Ein Aktienkurs ist einfach ein Preis, der für eine bestimmte Aktie an einer Börse ermittelt wird. Und wir haben an den Börsen die Besonderheit, dass wir ganz viele verschiedene Preise jeden Tag haben, sodass der Aktienkurs eben schwankt, je nachdem, welcher Preis die Börse gerade ermittelt hat. Und wie wird dieser nun berechnet, der Aktienkurs? Wie kommt er dann zustande? Wie kann ich mir das praktisch vorstellen? Der wird an einer Börse berechnet, oder bei der deutschen Börse in dem Fall. Wie wird er berechnet insgesamt? Das ist erstmal eine Frage zwischen Angebot und Nachfrage. Das heißt, wenn viele Leute ihre Aktien verkaufen wollen, dann sinkt der Kurs. Wenn viele Leute eine Aktie kaufen wollen, dann steigt der Kurs. Was sind denn nun die Begriffe Geld und Brief in dem Zusammenhang? Das wird einfach dazu gerufen, das ist sozusagen das ist eher ein Begriff noch, den es früher gab, als noch viele Leute auf der Börse rumgelaufen sind. Dort wurde dann gerufen, 98 Geld, dann wussten alle, wir haben also hier einen Käufer, der bereit ist, 98 für zu bezahlen. Und andere haben vielleicht gerufen, 102 Brief. Und da wusste man, aha, hier gibt es Leute, die bereit sind, für 102 Euro ihre Aktien zu verkaufen. Ja, und also noch ist hier gar kein Handel, der hier stattfindet, sondern das ist nur der sogenannte Spread, der Unterschied eben. Und nehmen wir an, es würde jetzt noch ein weiterer Verkäufer sich bereit erklären, hier noch weitere 10 Aktien zu verkaufen, und er würde auch bereit sein, die für 98 Euro zu verkaufen. In dem Moment kommt hier ein Handel zustande. Er kann die für 98 verkaufen und der ist bereit, für 98
zu kaufen. Dann kommt es zu einem Kurs. Der Kurs ist jetzt 98, das haben wir jetzt gesehen. Und die beiden fallen hier raus aus dem Buch. Und wir haben eine neue Situation, in der wir einen Spread haben jetzt von 96 zu 102. Und jetzt warten wir wieder, bis sich irgendetwas tut. Dann kommt es zu einem neuen Preis, zu einem neuen Kurs der Aktie. Jetzt stehen vor der Börse auch noch zwei Tiere, und zwar Bulle und Bär. Was hat es denn mit den zwei Tieren vor der Börse auf sich? Bulle und Bär, das ist der Widerstreit, der sozusagen die Kursbildung auch abbildet, auch weltweit, das ist immer das gleiche Zeichen. Und wir haben die Bullen, die für Aggressivität und steigende Kurse stehen. Und wir haben die Bären, die eher sich verteidigen und abwarten und die für eher fallende Kurse stehen. Und in diesem Kampf zwischen Bulle und Bär bilden sich die Aktienkurse. Herr Grote, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Erläuterung. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und nicht vergessen, unseren Kanal Börse Frankfurt auf YouTube zu abonnieren, um mehr das Thema Börse zu erfahren. Außerdem könnt ihr unsere Hashtags Bulle und Bär und Aktienkurs benutzen, um mit uns in Verbindung zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.